Es wurde zunehmend heiser und Maries Mann stellte für die Babys ein Gitterbettchen an den Strand. Und da trafen wir 3 Mütter uns nun jeden Tag und bewunderten unsere Kinder, die in dem Gestell herumkrabbelten. Konstantin liebte es, wenn ich ihn herausnahm und ihn am Ufer im seichten Wasser planschen ließ. Er hatte überhaupt keine Scheu vor dem Meer, sondern quietschte vor Vergnügen, wenn eine Welle über seinen kleinen Körper schwappte. Biggie lachte nach wie vor viel zu laut. Aber als ich erfuhr, dass ihr erstes Kind an einem Gehirntumor im Alter von 4 Jahren gestorben war, da verstand ich sie. Als ich sie näher kennenlernte, gestand sie mir, dass ihre Tochter im Auto auf der Fahrt von Tabuk in der Nähe der Roten Berge gezeugt worden war. Mein Leben kam immer mehr in Ordnung. Während ich immer stabiler wurde, ging es meinem Retter immer schlechter. Schließlich war er wieder so krank, dass sein erwachsener Sohn mit dem Flugzeug kam, um seinen Vater im Bus nach Hause zu bringen. Kurz bevor er abreiste, drückte er mir die Adresse seiner Ärztin in Deutschland in die Hand. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Für mich begann eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Jeden Tag traf ich mich mit den Frauen am Strand. Oft ließ ich Konstantin bei ihnen und segelte und tauchte an den Korallenbänken entlang. Es war nebensächlich, dass es keine Kindernahrung und auch keine Einmalwindeln gab. Ich wickelte meinen Sohn, wie das die Mütter früher gemacht hatten, in Stoffwindeln und kochte ihm sein Mittagessen mit den Nahrungsmitteln, die mir zur Verfügung standen. Weil unser Junge schon früh Zähne bekommen hatte, aß er alles, was ich ihm vorsetzte, und vertrug das auch. Aber mit Vorliebe nagte er an einem Hühnerbein. Er entwickelte sich wirklich prächtig und krabbelte viel früher, als es üblich ist, auf allen Vieren durch die Wohnung. Abends schleppte ich den kleinen Jungen mit auf die Düne und beobachtete, während ich ihn im Arm hielt, den Untergang der Sonne im Meer. Dabei wünschte ich mir nichts sehnlicher, als dass mein Bruder Peter, den ich auch als Kind immer so bewundert hatte, nur ein einziges Mal dieses wunderschöne Ereignis mit mir teilen könnte. Als ich bei Frank meinen Wunsch äußerte, meinte er, ich kann versuchen, das über die Firma zu regeln. Und ehe ich mich versah, ging mein Traum in Erfüllung. Mit einer provisorischen Arbeitserlaubnis der Firma reiste Peter zu uns nach Saudi-Arabien. Ich konnte es kaum abwarten, bis er endlich da war. Aber nachdem ich ihn glücklich in meine Arme geschlossen hatte, lamentierte er erst einmal über die schier unzumutbare, anstrengende Anreise. Und wie ich in den nächsten Tagen zu meinem Bedauern feststellen musste, fand er, im Gegensatz zu mir, das Camp und seine Umgebung geradezu trostlos. An allem hatte der etwas zu meckern. Er wies mich auf die schlecht verfugten Wände hin, durch deren Ritzen Sand in das Haus wehte, und sprach von einer bedrückenden Trostlosigkeit. Am ersten Abend wollte er nicht zu Bett gehen. Die großen schwarzen Ameisen, die hin und wieder bei uns durch die Wohnung liefen, bereiteten ihm im höchsten Male Unbehagen. Dachte, ich höre nicht recht. Aus Angst, sie würden zu ihm ins Bett kriechen, saß er im Wohnzimmer auf einem der unbequemen Sessel, bis ihm vor Müdigkeit die Augen zufielen. Nachdem er gehört hatte, dass es im Meer Haifische gab, mied er von nun an auch das Wasser. Stattdessen maulte er den ganzen Tag über die unerträgliche Hitze. Die folgenden Abenden verbrachte er damit, sich mit Tzatziki zu schütten, während Frank ironisch die Augen verdrehte. Und als er, bevor die 2 Wochen seines Urlaubs um waren, einige Tage früher abreiste, fiel mir ein Stein vom Herzen. Liebe Follower, dank euch wächst der Kanal stetig. Wir haben mittlerweile sogar Zuhörer aus der ganzen Welt. Nur mit den Abos hapert das noch etwas. Dabei kosten die ja nichts. Und den Daumen hoch ist auch ganz wichtig. Wir hören uns. Bis bald.